Ja, starten wir das Video von heute mal ein bisschen anders. Erinnert ihr euch noch an meinen Stadion-Vlog aus dem Legendenspiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund, wo ich sogar das Glück hatte, Marcelo zu interviewen? Vor dem Anstoß habe ich diesen Schal geholt mit Luka Modric und Toni Kroos. Und ich hatte euch gesagt, ich möchte den an meinen Bruder schenken. Und welch ein Zufall, morgen fliege ich ja zurück. Mein Bruder ist mich jetzt nochmal besuchen gekommen mit seiner Tochter. Naja, um ehrlich zu sein, der ist eher meine Kinder besuchen gekommen. Aber trotz alledem hat sich jetzt die Chance für mich geboten, meinem Bruder den Schal zu schenken. Das hat mich riesig gefreut. Also mal schauen, ob ich den in die Kamera kriege. Also bis gleich. So, schau mal, wer da kommt. Hallo? Wo bist du? Hi. Ich habe eine Überraschung für dich. Du kennst meinen Blog. Das habe ich dir gekauft. Nicht, das hatte ich ja mitgekriegt, hattest du ja schon vorausgesagt. Und wie gefällt dir dir? Dankeschön, super. Gerade einer meiner Lieblingsspieler. Außer wenn Valverde das gewesen wäre, noch lieber, aber das ist schon okay. Ich dachte, das sind deine Legenden. Ist schon okay, Gott sei Dank. Legende von den Älteren, ja, aber von den Jüngeren wäre Valverde natürlich. Okay. Und jetzt eine Frage, die alle brennend interessiert, die mich sogar interessiert. Wie bist du Madridista geworden? Ich bin seit 1974 in Deutschland. Das war die einzige Mannschaft, die uns in Deutschland vertreten hat. Also wenn ich auf dem Fernsehen geschaut habe, schwarz-weiß damals, dann, wenn die mal was gezeigt haben aus dem Ausland, war nur Real Madrid. Also quasi seit 1974 Dreier Madridista. Ganz genau. Und deshalb bin ich es auch. Alles klar. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ciao, ciao. Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das war mein Bruder Angel. Für ihn war der Schal auch okay. Nein, Spaß. Fede Valverde weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Nein, er hat sich sehr gefreut. Und das war das erste Mal, dass mein Bruder jemals irgendwie im Internet oder so war. Also bereitet ihm doch ein herzliches Willkommen und lasst ein paar liebe Worte für meinen Bruder in den Kommentaren. Ich wette, er wird sich freuen. Ja, ansonsten habe ich heute ein Problem, denn ich habe sehr wenig Zeit und sehr viele Themen, wie es immer so ist. Ich muss um 13 Uhr zum Flughafen. Ihr wisst selber, wann meine Videos in letzter Zeit erscheinen. Also, ich gebe Vollgas. Heute unterhalten wir uns über die Länderspiele. Wir unterhalten uns über Real Madrid Castilla. Denn der International Cup fängt morgen schon für unsere Jungs an. Gegen wen die spielen, wo ihr das Spiel sehen könnt, verrate ich euch in diesem Video. Dann unterhalten wir uns über Xabi Alonso, Antonio Rüdiger, David Alaba, Konate und am Ende gibt es eine riesen Überraschung von Fabrizio Romano zu Arda Güler. Also, viel Spaß beim Video. Ja, fangen wir, wie ihr es in den letzten Videos kennt, mit den Länderspielen von gestern an. Und gestern gab es für uns Madridistas tatsächlich nicht viel zu berichten. Marokko hat in Sambia, nicht Simbabwe, ich habe mich gestern versprochen, in Sambia 2:0 gewonnen. Aber Brahim Diaz wurde geschont, nachdem Marokko, wie gesagt, für die WM schon qualifiziert ist. Heute sind drei von unseren Jungs aktiv. Frankreich spielt heute gegen Island um 20:45 Uhr. Wir drücken Aurélien Tchouaméni und Kylian Mbappé die Daumen. Und wenn ihr vorher Fußball schauen wollt, spielt die U21 von Spanien rund um Gonzalo Garcia gegen den Kosovo. Also heute unterwegs für uns Gonzalo, Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni. Ich drücke den Jungs die Daumen. Das sind mehr oder weniger schon fast die letzten Spieler von uns, die in der Pause noch aktiv sind. Danach kommen sie alle wieder zurück. Und wer sie mit offenen Händen erwartet, ist der Trainer des Monats, Xabi Alonso. Ja, unser Trainer hätte nicht besser bei Real Madrid starten können. 3 Spiele, 3 Siege, ein neues System, ein neues Gesicht, viel mehr Energie, ein neues Real Madrid. Und dafür wurde unser Trainer belohnt. Er stand zur Auswahl und ist gewählt worden zum
Trainer des Monats und ich drücke ihm die Daumen, dass das noch einige Monate so weitergeht, denn jeder Trainer des Monats für Xabi Alonso ist ein gutes Zeichen für Real Madrid. Und ob er auch ein verdienter Trainer des Monats ist, davon könnt ihr euch selber überzeugen. Schaut und hört euch das Training mal an. Ich bin immer wieder fasziniert von der Intensität, die ein Xabi Alonso in das Training bringt. Also viel Spaß beim Training von Real Madrid. ¡Eso es, Álvaro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Vamos, papá! ¡Segundos! ¡Edu! ¡A venir! Venga, devuelve. Vale, ya está eso. ¡Vamos, a gol! Atacas el balón adelante, en ese momento apareces. Desde más fuera incluso, ¿eh? ¡Sí! 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 Ja, wie gesagt, ich kann selber wahrscheinlich kaum noch laufen, aber bei den Trainingseinheiten hätte ich sogar Bock, mir die Fußballschuhe nochmal anzuziehen, wenn mein Trainer vor mir steht und kommt und sie. Also, keine Ahnung, das bringt Energie rein. Also, Xabi Alonso macht auf dem Trainingsplatz einen tollen Job und viel wichtiger, die Spieler setzen das auch in La Liga um. Wie gesagt, 3 Spiele, 3 Siege. Wir hoffen, nach der Länderspielpause geht es so weiter. Von mir aus kann Xabi Alonso der Trainer des Jahres, der Trainer des Jahrzehnts werden, solange er bei Real Madrid bleibt. Ja, ein Trainer, der in die Fußstapfen von Xabi Alonso treten möchte, irgendwann ist so mein kleiner Liebling, nämlich Álvaro Arbeloa. Der war damals schon eine Legende als Spieler und jetzt als Trainer macht er bisher auch einen tollen Job bei Real Madrid Castilla. Und der steht jetzt vor seiner ersten großen Herausforderung als Trainer, denn Real Madrid Castilla spielt nicht nur in der 3. spanischen Liga, nein, sie nehmen auch an dem International Premier League Cup teil. Und das schneller, als ich gedacht habe. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Real Madrid Castilla debütiert diesen Mittwoch, also morgen, im Premier League International Cup. Arbeloas Team bestreitet um 20 Uhr auf Real Madrid TV. Also ihr könnt das alle auf Real Madrid TV sehen. Ihr erstes Gruppenspiel gegen die Wolverhampton Wanderers. Real Madrid Castilla wird zum ersten Mal in der Gruppenphase des Premier League International Cups spielen. Das von Arbeloa trainierte Team wurde in die Gruppe A eingeteilt und trifft in der ersten Phase. Datum und Uhrzeiten werden noch bestätigt, aber Stand heute ist es erstmal. Morgen spielen wir gegen Wolverhampton Wanderers am 10.9., also das Datum ist schon bestätigt. Dann gegen Everton am 3.12., also dann ist eine lange Pause, auch um 20 Uhr. Und gegen Manchester City am 16.12. Da können unsere Jungs, glaube ich, direkt 2 Wochen in England bleiben. Und gegen Southampton. Also sind wir gespannt, wer noch kommt. Monaco, Eindhoven und Leipzig sind ebenfalls Teil dieser Gruppe, treffen als eingeladene europäische Teams jedoch nur auf die englischen Teams. Naja, wie die Tabelle am Ende bewertet wird, weiß ich nicht. Der Wettbewerb wird von der Premier League organisiert, findet ausschließlich in England statt und richtet sich an U21-Spieler. Er besteht aus 4 Gruppen mit je 8 Mannschaften, davon jeweils 4 englische und 4 eingeladene europäische Teams. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. Viertelfinale oder Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Sie sind jeweils Einzelspiele. Die Spieltermine stehen logischerweise noch nicht fest. Ja, also, Real Madrid Castilla spielt morgen Abend gegen die Wolverhampton Wanderers. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was sie tun sollen, schaltet Real Madrid TV ein und genießt das Team von Álvaro Arbeloa. In den nächsten Jahren, ich bin der festen Überzeugung, werden einige von diesen Jungs bei der ersten Mannschaft von Real Madrid spielen. Denn, wie wir es schon am Anfang der Saison sehen, ein Xabi Alonso und ein Álvaro Arbeloa arbeiten Hand in Hand und ein Xabi Alonso hat immer
ein Auge auf die Spieler von Real Madrid Castilla. Ja, und auf wen Real Madrid ein Auge geworfen hat, ist anscheinend Ibrahima Konaté. Dieser Name war in der Sommertransferpause schon ständig in den Mündern, in den Zeitungen, überall zu sehen und jetzt wird es anscheinend immer konkreter. Ja, und dann ist gestern in Spanien vom AS die Information gekommen, ich blende den Artikel mal so ein bisschen ein, auch auf Deutsch, könnt ihr euch ein bisschen durchlesen, wenn ihr das wollt, während ich euch was dazu erzähle, dass Real Madrid sich entschieden hätte, nächstes Jahr einen David Alaba und einen Antonio Rüdiger zu ersetzen. Beide Verträge laufen aus. In dem Artikel steht drin, dass beide Verträge nicht verlängert werden, dass Real Madrid die Entscheidung bereits getroffen hätte und nächstes Jahr ein Konaté und ein Joan Martinez diese beiden Spots, diese beiden Plätze ersetzen soll. Vor allem soll das ein Königsclou von Real Madrid werden, weil beide Spieler zum Nulltarif quasi kommen. Ein Konaté, dessen Vertrag ausläuft, ein Joan Martinez kommt aus der eigenen Jugend und Real Madrid wäre das besonders wichtig, weil Real Madrid dieses Jahr sehr viel Geld in die Hand genommen hat für die Abwehr mit einem Dean Housen, einem Trent Alexander-Arnold und einem Álvaro Carreras und Real Madrid möchte deshalb explizit nächstes Jahr für die Innenverteidigung, wir möchten die zwar austauschen, aber kein Geld in die Hand nehmen. Das ist der Artikel vom AS. Aber es gibt jemanden, dem ich deutlich mehr vertraue als dem AS. Und das ist Fabrizio Romano. Was er gestern in seinem Video zu diesem Thema gesagt hat, macht für mich auch deutlich mehr Sinn. Hören wir uns das zusammen einmal an. Leute, ich wollte auch etwas zu den Fans von Real Madrid sagen. Ich bekomme viele Fragen zu David Alaba. Heute gab es einen Bericht von Diario AS, der darüber berichtet, dass David Alaba Real Madrid 2026 verlassen soll. Und auch zu Toni Rüdiger. Leute, zu Toni Rüdiger kann ich euch sagen, dass in diesem Stadium noch nichts entschieden ist. Die Situation um Toni Rüdiger ist im Moment also keine, zu der ich etwas sagen möchte, weil es nichts zu berichten gibt. Zu David Alaba kann ich euch sagen, dass wir diesen Sommer mehrere Berichte über einen möglichen Abgang von David Alaba hatten, aber das war nie der Plan. Auch weil Xabi Alonso David Alaba als Option in der Innenverteidigung sieht, ebenso als Option im Mittelfeld, wenn nötig. Xabi Alonso vertraut also auf David Alaba. Es wurde noch keine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Spielers getroffen. Daher können wir nicht zu 100% garantieren, dass David Alaba Real Madrid 2026 verlässt. Aber die Realität ist, dass es derzeit keinerlei Verhandlungen zwischen Real Madrid und David Alaba über einen neuen Vertrag gibt. Die Möglichkeit, dass sich Real Madrid und David Alaba im Sommer 2026 trennen, ist auf jeden Fall konkret. Ich denke, vieles wird von der Saison abhängen. Wenn David Alaba in dieser Saison auf Top-Niveau spielt, könnte Real Madrid vielleicht entscheiden, mit ihm über einen Vertrag zu sprechen. Aber Stand heute, auch wegen all der Verletzungen und Probleme, die er hatte, gibt es im Moment keinerlei Gespräche, keinerlei Verhandlungen über einen neuen Vertrag. Und es besteht eine ernsthafte, konkrete Chance, dass David Alaba Real Madrid im Sommertransferfenster verlässt. Ja, und seien wir doch mal ehrlich, mit einem gesunden Menschenverstand, Real Madrid wäre doch dämlich, jetzt schon zu signalisieren, Alaba und Rüdiger, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir verlängern euch eh nicht. Erstens, was ist, wenn ein Konaté sich einen Kreuzbandriss holt? Gott bewahre. Oder ein Joan Martinez sich nochmal verletzt. Was ist, wenn ein Rüdiger die Saison seines Lebens spielt? Oder ein David Alaba hinter Tchouaméni, der beste Sechser der Welt? Also, ihr wisst, was ich meine. Wenn ein Alaba und ein Rüdiger eine super Saison spielen, dann werden die natürlich von Real Madrid noch eine Vertragsverlängerung angeboten bekommen. Das sagt mir der gesunde Menschenverstand. Vor allem ist das ja auch ein Thema. Viele sagen, David Alaba ist der Höchstverdiener, der wird auf jeden Fall Real Madrid verlassen. Stopp! David Alabas Vertrag läuft Ende dieser Saison aus. Real Madrid, wenn sie nochmal mit David Alaba in Verhandlungen gehen für einen neuen Vertrag, da ist ja nicht mehr die Prämie drin, die David Alaba in seinem jetzigen Vertrag hat, weil er nun mal gratis von den Bayern gekommen ist. Und wahrscheinlich ist da auch nicht der Bonus drin oder die Prämie, ein absoluter Stammspieler zu sein, der uns damals die Champions League gewonnen hat. Wenn ein David Alaba einen neuen Vertrag kriegt, mit seinem neuen Alter, mit seiner Verletzungshistorie, als 4. oder 5. Innenverteidiger, wird er natürlich lange nicht mehr so viel verdienen wie bisher. Und das Gleiche gilt bei einem Antonio Rüdiger.
Auch er hat natürlich einen Bonus bekommen, weil er gratis von Chelsea gekommen ist. Auch er war Stammspieler, mit dem wir die Champions League gewonnen haben. Also beide haben ihren Job schon erledigt, so ist es nicht. Beide sind schon Real Madrid-Legenden. Aber auch an Antonio Rüdiger, wenn der so spielt wie die letzten Jahre, wäre Real Madrid doch dämlich, ihn gratis ziehen zu lassen. Also was ein Fabrizio Romano da sagt, macht für mich wesentlich mehr Sinn, als was ein Ass sagt. Ja, für mich ist es klar, dass Madrid sich da die Karten so lange wie möglich offen hält. Es gibt viele Gründe, warum Spieler Real Madrid verlassen können oder nicht. Wir erinnern uns zum Beispiel an einen Luka Modric, der hat Real Madrid verlassen, obwohl er eigentlich noch bleiben wollte, weil Real Madrid das Gefühl hatte, er würde Arda Güler und seiner Entwicklung im Weg stehen. Real Madrid wusste, der neue Trainer Xabi Alonso wird auf auch einen Arda Güler setzen wollen und wir wollen ihm einfach nicht einen Luka Modric vor die Nase stellen. Es kann genauso gut sein, dass Joan Martinez sich so weiterentwickelt, dass Real Madrid oder Xabi Alonso sagt, Antonio Rüdiger, David Alaba, sorry, aber dieser Junge, der braucht seine Minuten. Wird man am Ende der Saison sehen, bis dahin würde ich erstmal die Füße stillhalten. Und was mit Ibrahima Konate passiert, werden wir wahrscheinlich schon früh genug erfahren. Ja, dann habe ich gerade über Arda Güler, Luka Modric etc. geredet und ich habe euch eine Überraschung von Fabrizio Romano versprochen. Denn eine absolute Topmannschaft, eine der besten der Welt, wollte Arda Güler. Aber sowohl Real Madrid als der Türke selber haben sofort die Tür zugemacht. Der Junge liebt Real Madrid. Dann, Leute, wollte ich euch etwas verraten. Und zwar geht es um Arda Güler. Denn Arda Güler ist sehr glücklich mit Xabi Alonso. Es ist ein neues Leben für ihn und für Xabi Alonso. Xabi hat angefangen, Arda Güler auf eine sehr starke Weise zu vertrauen. Das kann man sehen. Er steht in allen Spielen der La Liga, in der Startelf. Er spürt das Vertrauen. Er ist ein wichtiger Spieler für Real Madrid und für den neuen Trainer Xabi Alonso. Und das ist ein völlig großer Szenenwechsel im Vergleich zu dem, was in der jüngeren Vergangenheit mit Carlo Ancelotti passiert ist. Natürlich hatte Ancelotti seine eigenen Gründe, seine eigenen Vorstellungen. Ancelotti hat immer sein Bestes für Real Madrid gegeben. Ich denke, die Geschichte spricht für Carlo Ancelotti. Er braucht weder mich noch irgendjemanden sonst, um ihn zu verteidigen. Aber gleichzeitig ist es für Arda Güler jetzt ein völlig anderes Leben. Für Arda Güler ist jetzt der Moment gekommen, in dem er sein Niveau für Real Madrid zeigen kann. Über Arda Güler kann ich euch etwas verraten. Arda Güler wollte immer bei Real Madrid bleiben und hat sich auch deshalb entschieden, dort zu bleiben, weil er wusste, dass Xabi Alonso kommt und Xabi ihm vertrauen würde. Außerdem wollte Xabi Alonso Arda Güler schon in der Vergangenheit auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen holen. Xabi Alonso war also schon immer ein großer Fan von Arda und Arda wusste, dass Xabi irgendwann kommen würde und dass Xabi der Trainer sein würde, der ihm vertraut. Deshalb hat Arda auch nie seine Meinung geändert und wollte immer bei Real Madrid bleiben. Er liebt Real Madrid. Er ist überzeugt, dass er ein wichtiger Spieler für die Zukunft von Real Madrid sein kann. Es gab einen Verein, sagen wir mal im Oktober, November 2024, wie ich gehört habe, der bereit war anzugreifen, falls Carlo Ancelotti in dieser Saison bei Real Madrid geblieben wäre und falls Real Madrid die Tür für einen Abgang von Arda Güler geöffnet hätte, was sie, um das klarzustellen, nie getan haben. Und auch Arda hat das nie getan. Aber es gab einen Verein, der einen Angriff plante, um Arda Güler zu holen, bevor Xabi Alonso kam und jede Möglichkeit dafür schloss. Genauso wie der Spieler selbst in den letzten Jahren, denn er wollte immer für Real Madrid spielen. Dieser Verein war Arsenal. Arsenal hat diese Möglichkeit etwa im Oktober, November in Betracht gezogen, erneut bevor Andrea Berta als neuer Direktor ernannt wurde. Aber Arsenal hat letztes Jahr die Möglichkeit in Betracht gezogen, Arda Güler zu holen, falls Ancelotti bei Real Madrid geblieben wäre und falls sie vielleicht die Tür für einen Abgang von Arda Güler geöffnet hätten, in einer ähnlichen Situation wie damals bei Martin Oedegaard, der schließlich bei Arsenal gelandet ist. Also haben sie diese Möglichkeit in Betracht gezogen. Dann kam der neue Direktor bei Arsenal, Andrea Berta, neuer Trainer bei Real Madrid, Xabi Alonso ein neues Leben für Arda Güler bei Real Madrid, der nun alle Spiele startet. Und so gab es keine Chance. Es wurde keine Verhandlung daraus. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass Arda Güler in den internen Gesprächen Ende Oktober, November 2024 bei Arsenal ein Thema war, manchmal hinter den Kulissen. Ja, ich dachte, ich kann nicht ein noch größerer Fan von Arda Güler werden. Aber nach den Informationen von Fabrizio Romano, stellt es euch mal vor, du sitzt seit 1,5 Jahren auf der Bank unter Carlo Ancelotti und ein Arsenal bereitet einen Vertrag für dich vor. Ein Arsenal, was uns aus der Champions League geschossen hat. Eine absolute Top-Mannschaft. Und Arda Güler sagt, nein, nein, nein.
Tamam, ich will nichts von euch hören. Ich bin verliebt in Real Madrid. Xabi Alonso wird kommen und dann werde ich es schaffen, mich bei Real Madrid durchzusetzen. Ich werde Arda Güler nie dankbar genug sein für das, was er da gemacht hat. Und Real Madrid selber hat auch gesagt, nein Arda, wir vertrauen auf dich. Du bist die Zukunft des Vereins. Und so wie es aussieht, hatten Arda Güler und Real Madrid recht. Und Xabi Alonso ist, wie auch bei Fabrizio Romano gehört hat, sowieso ein Riesenfan des jungen Türken. Also, für mich, das waren so überraschende Nachrichten von dem Fabrizio Romano, dass man mal so hinter die Kulissen geführt wird, hat mich sehr interessiert. Ich hoffe, euch auch. Ja, das war das Video von heute. Viele Informationen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Like da, teilen, kommentieren. Wie gesagt, liebe Worte an meinen Bruder. Würde mich sehr freuen, ihn bestimmt auch. Wir sehen uns übermorgen wieder. Morgen muss ich erstmal für die Kinder, für die Schule alles besorgen. Also da werde ich keine Zeit haben. Aber übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. ¡A la Madrid!